Ich unterscheide beim Spielen zwischen Blockzunge, Slap Tongue auf Englisch, und Klopftönen, wie auch auf die offene Muffe blasen. Slap Tongue wäre also mit Luftgeräusch plus Griff. Gibt 7 Töne. Das gleiche geklopft. Wichtig ist, dass man beim Klopfen genau die Mitte des Handtellers erreicht, weil da das Fleisch am weitesten und am dicksten ist. Nicht auf den Knochen hauen und verkanten, dann kommt dann die Luft seitlich raus, aber ich denke, ein Profi weiß das. Immer genau die Mitte treffen. Tonhöhe entspricht den Grundrohrlängen, sprich bei einer B-Trompete ist der erste Ton ein B und der letzte, ein Tridonus drunter, ein E. Und wenn man das Mundstück abmacht, dann hat man Muffen-Rauschtöne, könnte man sagen. Die sind etwa einen ganzen Ton höher, als wenn man das Mundstück reinsteckt, weil so die Röhre ja länger wird. Vergleich. Etwa einen Ganzton. Und dann haben wir den Unterschied, dass wir 3 Rauschzustände haben im wörtlichen Sinne. Wichtig ist, wie man hier sehen kann, dass der Abstand nicht am Rohr ist. Entsteht das Rauschen nicht, sondern dass der Abstand hier etwa, ja, vielleicht bis zu 4 cm davor ist. Dann kriegt man dieses typische kernige Rauschen dazu. Es ist möglich, den Trompetenton von der ganz normalen Spielweise in das Lippenvibrieren, in den Summton übergehen zu lassen, weil der Ton ja auf den Lippen sowieso nur erzeugt wird. Man muss dafür ganz vorsichtig das Mundstück in die Muffe stecken, damit es nicht verkeilt ist, und die Trompete vom Mundstück abziehen und nicht umgekehrt so machen. Und dann klingt das so. Und das heißt, dass das Mundstück so locker drin sein muss vor dem Spielen, bevor die Stelle kommt, dass man jederzeit die Trompete abziehen kann. Denn der Punkt, wie ich hier drücken muss auf die Lippen, der ist fest. Wenn ich das falsch mache, ändert sich ja die Tonhöhe. Ich kann also jetzt nicht mit dem Kopf nach hinten weggehen, sowas machen, dann reißt die Luft ab, dann geht der Ton kaputt. Ich muss also mit dem Instrument weg. Und darum darf man das Mundstück nur locker reingesteckt haben. Und ansonsten kann ich da auch die Tonhöhen nutzen, wie sie nach unten ab dem Grundton spielbar sind, weil es immer leichter ist, runter zu spielen als rauf zu spielen, wegen der Lippenspannung, die man ohne Mundstück nur schlecht halten kann. Wenn ich das versuche in großer Höhe zu machen, dann wird die Luft zusammenbrechen, das heißt der Luftdruck, und dann wird das nicht mehr so einfach oder unmöglich werden, das gleiche in der Höhe zu spielen. Da ist dann kein Druckaufbau mehr möglich, deswegen klappt das nur im Tiefen- und Mittelbereich. Mundstücktöne sind ja natürlich genauso spielbar wie normale Trompetentöne. Man hat die Vibration oder die Schwingung auf den Lippen und mit Mundstück sind also ganz normale, exakte Tonhöhen spielbar. Die kann ich allerdings jetzt viel weicher als Glissando spielen. Der Tonumfang geht leider nicht bruchlos. Ich
muss die Lippe nämlich von ganz klein auf ganz groß, mehr oder weniger von innen nach außen aufrollen. Und irgendwo entsteht dann sozusagen ein Bruch in der Luftsäule. Und den wegzuüben ist ziemlich schwer. Wenn man das aber einschränkt und nicht den gesamten Tonumfang braucht, kann man mindestens eine Oktave im gesamten Bereich schaffen. Und den kann man noch ein bisschen strecken. Vielleicht wie bei der menschlichen Stimme auch, eine Dezime, große Dezime kann man sagen, ist sicherlich erwartbar, dass man das nur mit Mundstück macht. Was noch ein netter Effekt ist, mit der Hand den Wah-Wah-Dämpfer bilden. Man muss aufpassen, dass man das Mundstück jetzt nicht ganz in die Hand reinschiebt, dann ist es zu, sondern man verlängert sozusagen die Luftröhre in die Hand, macht es nur oben rein und bildet dann mit dem Rest der Hand den Hohlkörper, den man auf und zu machen kann. Und dann ist es möglich, dass die Tonhöhe auch da bleibt, wo sie ist. Das heißt, ich mache nicht die Tonhöhe nach oben und nach unten, sondern und so kann ich natürlich ein bisschen Sprache imitieren, wenn das ein Effekt sein soll. Dann hört sich das zwar nicht mehr nach Musik an, aber es sind immer noch die gleichen Sachen, die man vorher auch gespielt hat. Was man nicht machen sollte, ist, kann man zwar machen, aber ist relativ, ja, wie soll ich sagen, unbrauchbar, weil die Luft total verschlossen wird und das baut einen Stau im Mundraum auf. Lieber mit der Zunge und klingt dann auch nicht so völlig abgeschnitten und abgehackt. Das ist immer noch das Beste, mit der Zunge das zu artikulieren. Was genauso geht, ist Flatterzunge mit Mundstück. Effekte, die ich mit der Trompete komplett spielen kann, kann ich auch nur mit dem Mundstück spielen, dabei Wah-Wah benutzen und das entsprechend artikulieren. Man muss jetzt sehr vorsichtig sein. Die Zunge im Mundraum erzeugt auch die Tonhöhe mit den Lippen zusammen. Und das bedeutet, man kann nicht davon ausgehen, ich kann jetzt wie mit der Trompete, wo ich die Mechanik noch dabei habe, beliebige Tonhöhen mit Sprüngen miteinander verbinden. Das ist sehr schwer, da einen exakten Ton zu treffen und die Tonhöhe wirklich auszubalancieren. Da ist es doch besser, man nimmt eher lange, breite, melodische Töne, die man viel besser steuern und kontrollieren kann, zumal das ein Spezialeffekt ist, den man sich erstmal angewöhnen muss man auch ganz ehrlich dazu sagen. Kann also genau dasselbe machen wie bei der Trompete, ist aber zu empfehlen, dass man das mit längeren oder langdauernden Tönen macht, als jetzt staccato-mäßig schnelle Läufe zu spielen.